So apparently, through the use of LiDAR, they have discovered that there are enormous structures underneath the Great Pyramid that go kilometers. Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Sie dachten, die große Pyramide hätte alle ihre Geheimnisse preisgegeben. Aber sie haben sich geirrt. Eine mit LiDAR ausgerüstete Drohne ist in die Dunkelheit geschlüpft. Und was sie gefunden hat, hat Experten sprachlos gemacht. Unter der Pyramide liegen riesige Strukturen, die sich kilometerweit erstrecken, seit Tausenden von Jahren verborgen. Was wurde in Gizeh begraben? Wer hat es dorthin gebracht? Und warum hat diese Entdeckung die wissenschaftliche Welt erschüttert? Bleiben Sie dabei, wenn wir die erschreckende Wahrheit aufdecken, die tief im Herzen der großen Pyramide verborgen ist. Das Djedi-Pyramiden-Projekt. Vor etwa 4500 Jahren befahl Pharao Cheops unter der sengenden Sonne Ägyptens den Bau eines Bauwerks, das so ehrgeizig und geheimnisvoll war, dass es sowohl die Zeit als auch die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft herausfordern sollte, die große Pyramide von Gizeh. Mit einer Höhe von fast 147 Metern, etwa 480 Fuß, war sie über 3800 Jahre lang das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Erde, bis die Kathedrale von Lincoln in England sie 1311 schließlich übertraf. Sie wurde aus Millionen von Kalksteinblöcken gebaut, von denen einige mehrere Tonnen wogen. Und die schiere Präzision ihrer Konstruktion verblüfft auch heute noch die Experten. Wie die alten Ägypter diese kolossalen Steine mit solcher Präzision bewegten und positionierten, bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Geschichte. Aber heute haben wir etwas, was sie nicht hatten: Technologie. Und es ist diese Technologie, die es uns ermöglicht, Geheimnisse zu lüften, die keine menschliche Hand je berührt hat. Kürzlich wagte sich eine moderne Drohne, die mit fortschrittlichen LiDAR-Scannern ausgestattet ist, tief in einen der engen Innenschächte der Pyramide, ein Raum, der nie zuvor erforscht wurde. Was sie vorfand, hat die gesamte archäologische Gemeinschaft verblüfft. 1993 versuchten Forscher zum ersten Mal, einen kleinen Roboter mit Rädern in einen dieser Schächte zu schicken, die aus der Kammer der Königin herausführen. Die Aufnahmen, die er zurückbrachte, zeigten etwas Unglaubliches: einen Kalksteinblock mit 2 winzigen Kupfergriffen. Eine versiegelte Tür. Aber eine Tür wohin? Das konnte niemand sagen. Keiner konnte sie überwinden. Und so schlummerte das Geheimnis mehr als 2 Jahrzehnte lang vor sich hin. Dann kam das Djedi-Projekt. Eine neue Mission mit einem viel fortschrittlicheren Roboter. Dieser Roboter wurde speziell für schräge, enge Gänge gebaut. Er verfügte über eine flexible Glasfaserkamera, die sich durch winzige Spalten schlängeln konnte, über Ultraschallsensoren zur Messung der Steindicke und über eine verbesserte Mobilität, um zu vermeiden, dass er in dem uralten Labyrinth der Pyramide stecken blieb. Als der Roboter sich demselben mysteriösen Stein näherte, der 1993 entdeckt worden war, bohrte er ein kleines Loch, gerade breit genug, damit seine Kamera hindurchschauen konnte. Und was er dabei zum Vorschein brachte, war völlig unerwartet. Der Stein war nicht rau oder zufällig, seine Oberfläche war glatt, poliert und sogar verziert. Es handelte sich nicht um irgendeine Blockade in einer Sackgasse. Er war mit Absicht platziert worden. Er war so gestaltet worden, dass man ihn von der anderen Seite aus sehen konnte. Aber wer hatte sie dort platziert? Und warum? Als der Roboter weiterscannte, fing er an, seltsame rote Markierungen an den Wänden des Schachts zu erfassen, Symbole, die noch nie jemand dokumentiert hatte. Es handelte sich nicht um die klassischen Hieroglyphen, die man in Gräbern oder Tempeln findet. Sie sahen eilig gemalt aus, wie eilige Anweisungen oder kryptische Botschaften von den Erbauern selbst. Was bedeuteten sie? Keiner weiß es. Aber eines ist jetzt sicher: die alte Theorie, dass es sich bei diesen Schächten nur um Lüftungskanäle handelte, ist nicht mehr haltbar. Diese Merkmale müssen einen tieferen Zweck gehabt haben, spirituell, symbolisch oder etwas viel Mysteriöseres. Dem Team zufolge schien der polierte Stein der Eingang zu einer verborgenen Kammer zu sein. Eine, die vielleicht seit fast 4000 Jahren nicht mehr berührt wurde. Wenn das stimmte, was könnte sich darin befinden? Und warum war sie so absichtlich versiegelt worden? Der Roboter drang weiter vor und dokumentierte jeden Zentimeter des Schachts. Aber es gab keine goldenen Schätze, kein versteckter Pharao, keine filmische Wendung. Doch was er fand, war ebenso beeindruckend. Experten untersuchten das Filmmaterial sorgfältig. Einige glaubten,
dass es sich bei den roten Markierungen um Notizen der Baumeister handelte, verlorene Baupläne aus einer vergessenen Zeit. Andere dachten, sie könnten eine spirituelle oder zeremonielle Bedeutung haben, aber in einem Punkt waren sich alle einig. So etwas hatte man in der Pyramide noch nie gesehen. Der DJ, die Roboter, hatte das Unmögliche vollbracht. Er erreichte Orte, die kein Mensch erreichen konnte, nahm Bilder auf, die nie zuvor gesehen wurden, und bewies zweifelsfrei, dass die große Pyramide noch immer Geheimnisse unter ihren uralten Steinen birgt. Doch die Forscher gaben sich damit nicht zufrieden. Sie starteten eine neue Mission, das Scan-Pyramiden-Projekt. Und was sie dieses Mal gefunden haben, wird sie sprachlos machen. Das Scan-Pyramiden-Projekt. Mehrere Jahre vor der JD-Erkundung verbrachten Wissenschaftler viel Zeit und Ressourcen mit der Untersuchung der großen Pyramide von Gizeh. Sie kartierten die Gänge, scannten die Wände und schickten spezielle Roboter und Drohnen durch alle bekannten Gänge. Sie dachten, sie hätten ein solides Verständnis ihrer Struktur. Jede Kammer, jeder Schacht, jede versteckte Ecke. Doch kurz nach der JD-Erkundung wurde eine neue Untersuchung eingeleitet, die diese Annahme erschütterte. Mit Hilfe modernster Scan-Technologie entdeckte ein Forscherteam etwas, das niemand zuvor gesehen hatte. Ein riesiger, unerforschter Raum tief im Inneren der Pyramide. Keine Tunnel führten dorthin. Keine alten Texte erwähnten ihn und keine früheren Scans hatten ihn entdeckt. Er lag dort seit über 4000 Jahren unberührt, völlig verborgen vor der Welt. Sie nannten es die große Leere der Scan-Pyramiden und die Experten waren fassungslos. Im Gegensatz zu früheren Erkundungen, bei denen man sich physisch Zutritt verschaffte, Roboter, die durch Schächte krochen, kleine Löcher für Kameras bohrten und sogar Drohnen, die die Pyramide scannten, war diese Entdeckung etwas völlig anderes. Niemand musste auch nur einen einzigen Stein berühren. Wie haben sie es also geschafft? Mit etwas, das sich Muonentomographie nennt. Und so funktioniert es. Hochenergetische kosmische Teilchen, sogenannte Myonen, entstehen, wenn kosmische Strahlung auf unsere Atmosphäre trifft. Diese winzigen Teilchen sind überall. Sie durchdringen alles auf der Erde, auch die große Pyramide. Die Wissenschaftler brachten spezielle Detektoren im Inneren des Bauwerks an, um zu messen, wie viele Myonen durch verschiedene Bereiche gelangten. Dichte Steine blockierten die meisten von ihnen, aber offene Räume ließen mehr durch. Als die Ergebnisse ausgewertet wurden, zeigte sich eine unverkennbare Anomalie. Über der großen Galerie befand sich etwas Massives und Hohles. Mit etwa 30 Metern war der Hohlraum fast so groß wie die große Galerie. Im Gegensatz zu anderen bekannten Räumen in der Pyramide gab es jedoch keinen aufgezeichneten Eingang und keinen Beweis dafür, dass jemand seit dem Bau der Pyramide hineingegangen war. Die Pyramide war jahrhundertelang untersucht, gescannt und erforscht worden. Doch dieser Raum war völlig verborgen geblieben. Das Forschungsteam wollte sicher gehen und versuchte, den Fund aus verschiedenen Blickwinkeln zu überprüfen, was auch gelang. Muonendetektoren wurden an verschiedenen Stellen platziert, in der Königinnenkammer, rund um die Basis der Pyramide und außerhalb des Bauwerks. Die Daten ergaben unabhängig von der Position der Instrumente dasselbe Bild. Der Hohlraum war real und er war groß. Es handelte sich nicht um eine unbedeutende strukturelle Lücke oder einen Unfall, der während des Baus zurückgelassen wurde. Es handelte sich um einen klar definierten, absichtlich geschaffenen Raum im Inneren eines der berühmtesten Monumente der Menschheitsgeschichte. Aber das ist nicht der beste Teil. Der schockierendste Teil ist die Lage des Raums. Der Hohlraum befand sich direkt über der großen Galerie, dem langen, steilen Korridor, der zur Königskammer führte. Die große Galerie war ein Wunderwerk der Technik, mit ihrer gewölbten Decke und ihrer präzisen Ausrichtung, um das Gewicht der oberen Steine der Pyramide zu tragen. Es war nicht sofort klar, ob der neu entdeckte Hohlraum einen strukturellen Zweck erfüllte. Er war nicht mit Stützbalken oder Kammern gefüllt, die die Belastung der darunter liegenden Galerie verringern sollten. Er war leer. Die Entdeckung stellte frühere Annahmen über den inneren Aufbau der Pyramide auf den Kopf. Bis dahin glaubten die Forscher, dass sie alle wichtigen Räume des Monuments erfasst hatten. Die Kammer des Königs, die Kammer der Königin und die unterirdische Kammer waren die einzigen großen Räume, deren Existenz bekannt war. Kleinere Schächte und Gänge waren mit Hilfe von Roboterkameras erkundet worden, aber niemand hatte erwartet, etwas so Großes, so Hochgelegenes und Versiegeltes zu finden. Die größte Herausforderung bestand nun darin, herauszufinden, was der Hohlraum war. War es eine unentdeckte Kammer? Ein versteckter Bauraum? Ein symbolisches oder religiöses Element?
Ohne direkten Zugang konnten sich die Wissenschaftler nur auf die Myonenscans verlassen. Den Archäologen zufolge ließen Form und Lage des Hohlraums darauf schließen, dass er absichtlich angelegt worden war. Aber niemand wusste, warum. Das Fehlen eines Eingangs bedeutete, dass selbst die Erbauer nach der Versiegelung des Hohlraums möglicherweise nie einen Fuß in das Innere gesetzt haben. Schockierend. Oder? Man könnte sagen, dass die Mission der gescannten Pyramide eine der größten Entdeckungen innerhalb der Pyramide in der modernen Geschichte gemacht hat. Aber sie hinterließ auch mehr Fragen als Antworten. Je mehr wir die Pyramide erforschen, desto weniger wissen wir über sie. Was könnte sich also noch unter der Pyramide verbergen? Genau das werden wir als nächstes enthüllen. Bleiben Sie bei uns. Unendliche Geheimnisse der großen Pyramide. Die große Lücke in der gescannten Pyramide war nicht der erste schockierende Fund in der großen Pyramide. Und es wird sicher nicht der letzte sein. Im Laufe der Jahre haben Forscher unzählige Geheimnisse im Inneren der Pyramiden entdeckt. So fand der britische Ingenieur Wayneman Dixon 1872 verborgene Schächte in der Kammer der Königin. Seinen Aufzeichnungen zufolge entdeckte er etwas Bizarres, kleine Kupferstücke, die in den Stein eingelassen waren. Sie sahen aus wie die Überreste eines Scharniers oder einer mechanischen Vorrichtung. Aber wozu? Die Pyramiden sollten keine Türen haben. Zumindest keine, die sich wie moderne Konstruktionen aufschwingen ließen. Bis heute weiß niemand genau, wofür diese Metallteile gedacht waren. Mehr als 100 Jahre später, im Jahr 1993, fand ein kleiner Roboter namens Upua 2 eine winzige Kalksteintür tief in den Schächten. Bis heute weiß niemand, was sich hinter dieser Tür befindet. Fast ein Jahrzehnt später, im Jahr 2002, wurde ein anderer Roboter, der Pyramid Rover, zurückgeschickt, um sich die Sache genauer anzusehen. Er bohrte ein kleines Loch in den Stein und setzte eine Kamera ein. Raten Sie mal, was er fand? Hinter der ersten Tür befand sich eine weitere Tür, eine zweite Blockade, die genauso poliert und versiegelt war wie die erste. Es war, als hätte jemand sicherstellen wollen, dass das, was sich dahinter befand, für immer verborgen blieb. Aber warum? Und was befand sich hinter der zweiten Tür? Und gerade als wir dachten, es sei vorbei, wurde 2019 in der nahegelegenen gebogenen Pyramide ein weiterer schockierender Fund gemacht. Forscher entdeckten im Inneren der Pyramide eine verborgene Kammer, indem sie die gleiche Technologie zur Abtastung von Myonen einsetzten, mit der auch die große Leere entdeckt wurde. Sie war nie aufgezeichnet und nie betreten worden. Im Gegensatz zur großen Galerie oder den bekannten Räumen in der großen Pyramide hatte diese Kammer keine bekannte Funktion. Im Jahr 2023 machte eine andere Gruppe von Forschern, die die große Pyramide untersuchten, eine weitere schockierende Beobachtung. Sie entdeckten ungewöhnliche elektromagnetische Energiemuster um das Bauwerk herum, insbesondere in der Nähe seiner Spitze. Zur gleichen Zeit entdeckte ein anderes Team etwas noch Seltsameres, eine magnetische Anomalie im Inneren der Steine der Pyramide. Die für den Bau der Pyramide verwendeten Kalksteinblöcke sollten keine besonderen magnetischen Eigenschaften haben. Doch irgendwie reagieren bestimmte Bereiche der Pyramide auf elektromagnetische Felder in einer Weise, die sich jeder Logik entzieht. Wenn überhaupt, dann beweisen diese Entdeckungen, dass die Pyramiden auch nach Jahrhunderten der Erforschung noch voller Überraschungen sind. Und das führt uns zu einer weiteren interessanten Frage. Wird die Pyramide für immer stehen bleiben? Nach Ansicht der Wissenschaftler ist die große Pyramide trotz ihres fast 4000-jährigen Bestehens nicht in Gefahr, in absehbarer Zeit einzustürzen. Wissenschaftler haben ihre Struktur analysiert. Und obwohl Erosion und Umwelteinflüsse einige Schäden verursacht haben, bleibt der Kern der Pyramide unglaublich stabil. Die Erbauer des alten Ägyptens haben sie mit einer solchen Präzision entworfen, dass sie Erdbeben, extremen Wetterbedingungen und Tausenden von Jahren menschlicher Aktivität standgehalten hat. Wer weiß also, was wir morgen im Inneren der Pyramide finden werden? Danke, dass Sie bei uns geblieben sind. Was könnte Ihrer Meinung nach noch in den Schatten der antiken Pyramide lauern? Kleopatra's Grabmal. Kleopatra VII war die letzte Herrscherin der ptolemäischen Dynastie, die Ägypten zwischen 335 Jahren vor Christus regierte. Sie ist berühmt für ihren scharfen Verstand, ihre legendäre Schönheit und ihr dramatisches Liebesleben. Sie hatte sogar Kinder mit Julius Caesar und Marcus Antonius. Aber es gibt ein großes Rätsel über sie, das die Historiker immer noch verwirrt. Wo wurde sie begraben?
Kleopatra und Marcus Antonius nahmen sich beide das Leben, nachdem sie 31 Jahre vor Christus in der Schlacht von Actium gegen Octavian verloren hatten. Sie wurden zusammen in einem Grab beigesetzt, das Plutarch um die Jahre 45 bis 120 nach Christus als erhaben und schön und in der Nähe eines Tempels für die Göttin Isis beschreibt. Klingt ziemlich schick, oder? Aber hier ist der Haken. Niemand weiß, wo sich dieses Grab befindet. Niemand weiß, was mit ihr nach ihrem Tod geschieht oder wo sie begraben ist. Und selbst wenn jemand das Grab findet, ist es sehr wahrscheinlich, dass es leer ist. Grabräuber waren in der Antike sehr aktiv, sodass Archäologen glauben, der Schatz könnte schon längst verschwunden sein. Der Tod von König Tut. Nur wenige Geschichten aus der Antike regen die Fantasie so sehr an wie die des ägyptischen Königsjungen Tutanchamun. Als der britische Archäologe Howard Carter 1922 sein Grab freilegte, waren es nicht nur Gold und Artefakte, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen, es war das Geflüster von verborgenen Wahrheiten, die seit Jahrtausenden vergraben waren. Während die Legenden über einen mysteriösen Fluch für Schlagzeilen sorgten, sind die wahren Rätsel im Inneren des Grabes weitaus fesselnder als die Fiktion. Historiker glauben, dass König Tutanchamun plötzlich verstorben ist, vielleicht an einer unerwarteten Krankheit oder sogar an einem Unfall mit einem königlichen Streitwagen. Dieser plötzliche Tod könnte den ungewöhnlichen Zustand seiner Überreste bei der ersten Untersuchung erklären. Aber hier nehmen die Dinge eine überraschende Wendung. Einige Experten vermuten, dass es nach der Versiegelung des Grabes zu einer seltenen chemischen Reaktion zwischen den bei der Einbalsamierung verwendeten Ölen und den Materialien, die den Körper umhüllten, kam. In Verbindung mit der eingeschränkten Luftzufuhr könnte diese Reaktion zu einer starken Hitzeentwicklung geführt haben, die den Zustand der Mumie in einer Weise veränderte, die bisher noch niemand gesehen hatte. Diese Entdeckung löste eine noch größere Theorie aus. Wurde Tutanchamuns Bestattung übereilt durchgeführt? Und wenn ja, warum? Einige Indizien deuten darauf hin, dass die Kammer, in der er ruht, ursprünglich nicht für ihn vorgesehen war. Könnte das Grab für jemand anderen vorbereitet worden sein? Und wenn dies der Fall ist, welche Geheimnisse könnten noch hinter den bemalten Wänden verborgen sein? Von den unerwarteten Wendungen der antiken Wissenschaft bis hin zur Möglichkeit von noch unentdeckten Räumen. Das Grab von König Tut ist ein Tor zu Fragen, die wir gerade erst zu stellen begonnen haben. Bleiben Sie dran, denn was wir als nächstes erforschen, könnte alles verändern, was Sie über das Tal der Könige zu wissen glaubten. Der Stein von Rosette, 1799. Während Napoleons Ägypten-Feldzug stießen französische Soldaten in der Nähe von Rosetta, Ägypten, auf eine Steinplatte. Diese Entdeckung, bekannt als der Stein von Rosetta, trug die Inschrift eines Dekrets, das 196 Jahre vor unserer Zeitrechnung während der Herrschaft von Ptolemaios V. Epiphanes erlassen wurde. Das Dekret war in 3 Schriftarten verfasst: Griechisch, Demotisch und ägyptische Hieroglyphen. Es war unglaublich schwierig und frustrierend. Die Übersetzungen sind nicht exakt. Es gibt Unterschiede zwischen jedem der 3 Texte hier. Aber sobald ein Stück geknackt war, gab es einen Weg. Das Vorhandensein dieser 3 Sprachen auf dem Stein lieferte den Schlüssel zur Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen, die jahrhundertelang ein Rätsel waren. Jean-François Champollion, ein französischer Gelehrter, knackte den Code in den 81 Jahren erfolgreich, indem er den griechischen Text mit den Hieroglyphen verglich. Sie befindet sich heute im Britischen Museum und ist ein Symbol für sprachliche und historische Durchbrüche und zieht weiterhin jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Die Bundeslade. Die Bundeslade ist eine mit Gold überzogene Holztruhe, die laut dem Buch Exodus die Steintafeln mit den 10 Geboten enthält. In der Antike wurde diese heilige Kiste im ersten Tempel aufbewahrt, einer jüdischen Kultstätte in Jerusalem. Der erste Tempel wurde jedoch 587 vor Christus von einer babylonischen Armee unter der Führung von König Nebukadnezar II zerstört, wie die hebräische Bibel berichtet. Das Schicksal der Lade ist nach wie vor unbekannt. Und seit ihrem Verschwinden haben viele reale und fiktive Personen nach ihr gesucht. Bislang hat noch niemand die heilige Reliquie gefunden. Abgesehen von Indiana Jones, natürlich. Einigen alten Berichten zufolge wurde die Bundeslade nach der Eroberung der Stadt durch Nebukadnezar nach Babylon gebracht. Andere glauben, dass sie irgendwo in Jerusalem vergraben wurde
oder dass sie zusammen mit dem ersten Tempel zerstört wurde. Moderne Berichte deuten darauf hin, dass die Lade in einem Kloster in Äthiopien aufbewahrt wird. Ein kürzlich übersetzter althebräischer Text deutet ebenfalls darauf hin, dass die Bundeslade sich selbst offenbaren wird. Jedoch erst am Tag der Ankunft des Messias, des Sohnes Davids. Nazca-Linien. Die Nazca-Linien in Peru sind eine Sammlung riesiger Geoglyphen, die in den Wüstenboden geätzt wurden und alles Mögliche darstellen. Von Tieren bis hin zu geometrischen Mustern. Sie wurden von der Nazca-Kultur zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus geschaffen und sind am besten aus der Luft zu sehen, wo man ihre wahre Größe und Komplexität erkennen kann. Seit Jahren rätseln Archäologen über ihren Zweck. Einige vermuten, dass es sich um astronomische Kalender handelte, die auf himmlische Ereignisse abgestimmt waren. Andere glauben, dass sie als Wege für religiöse Pilgerreisen dienten und die Menschen zu heiligen Städten führten. Jüngste Entdeckungen haben diesem Rätsel neue Aspekte hinzugefügt. Erst letztes Jahr haben Forscher mit Hilfe künstlicher Intelligenz über 300 neue Geoglyphen identifiziert, darunter humanoide Figuren und Tiere wie Killerwale. Dies deutet darauf hin, dass die Nazca-Linien umfangreicher waren als bisher angenommen, was möglicherweise auf eine kompliziertere kulturelle Bedeutung hinweist. Trotz dieser Fortschritte ist der wahre Zweck der Nazca-Linien immer noch rätselhaft. Sie sind wie eine Karte der örtlichen Wasserversorgung im Maßstab 1:1. Es handelt sich um eine komplexe, aber wirksame Art der Aufzeichnung von Wissen auf der Erde, die späteren Generationen zur Verfügung steht. Waren es astronomische Observatorien, religiöse Wege oder etwas ganz anderes? Die Debatte geht weiter. Die letzte Entdeckung auf dieser Liste archäologischer Geheimnisse ist definitiv nicht das, was Sie vielleicht erwarten. Die Freilegung des Grabes von König Salomon. Lange bevor Schlagzeilen über verborgene Gräber oder antike Geheimnisse aufkamen, begann in Jerusalem im Stillen eine bedeutende archäologische Reise. Im Jahr 1986 stieß Dr. T. Eilat Mazar, eine akribische Wissenschaftlerin der Hebräischen Universität Jerusalem, in der Nähe des Ophele, nördlich der Davidstadt, auf etwas Außergewöhnliches, die Überreste eines gewaltigen Torhauses. Damals datierte sie es vorsichtig auf das 9. Es gab keine kühne Behauptung, keine dramatische Ankündigung, die es direkt mit Salomo in Verbindung brachte. Dr. Mazar wusste, dass es besser war, keine voreiligen Schlüsse ohne solide Beweise zu ziehen. Aber ihre Arbeit war noch nicht zu Ende. Jahre später, im Jahr 2009, kehrte sie, angetrieben von neuen Daten und einer neuen Perspektive, an die Stätte zurück. Was sie fand, stellte die ursprüngliche Zeitlinie in Frage. Durch detaillierte Ausgrabungen und Radiokohlenstoffanalysen revidierte sie die Datierung auf das 10. Jahrhundert vor Christus. Genau die Zeit, die mit König Salomon selbst in Verbindung gebracht wird. Könnte dieses imposante Bauwerk während der Herrschaft Salomos gestanden haben? Dr. Mazar war nicht einfach nur eine weitere Archäologin, die auf der Jagd nach Schlagzeilen war. Sie war eine Wissenschaftlerin, die die Beweise respektierte und die Steine sprechen ließ, wie sie es nannte. Ihr ausgewogener Ansatz, offen für biblische Texte, aber auf der Grundlage der wissenschaftlichen Methode, brachte ihr in der Fachwelt großen Respekt ein. Wie Herschel Shanks es einmal ausdrückte, stand ihre fachliche Kompetenz außer Frage. Interessanterweise war diese Entdeckung nicht Teil der Suche nach Salomos Grab. Das Ziel war viel ehrgeiziger. Der Palast von König David sollte gefunden werden. Bei den Ausgrabungen stieß Mazars Team auf ein massives, über 60 Meter langes Mauersegment, zu dem ein Torhaus, ein Eckturm und Teile einer königlichen Anlage zu gehören schienen. Das Ausmaß des Fundes versetzte die Forscher in Erstaunen. Unter den Artefakten befanden sich große, 1 Meter hohe Vorratsgefäße aus Ton, von denen einige in althebräischer Sprache beschriftet waren. Eines schien sogar einem hochrangigen Beamten zu gehören. In der Nähe befanden sich kleine Tonfiguren, die Tiere und symbolische weibliche Formen darstellten und einen Einblick in die Kultur und das geistige Leben der damaligen Zeit gewährten. Henkel von Krügen, die mit königlichen Siegeln und hebräischen Namen versehen waren, deuteten auf eine organisierte Regierung hin, vielleicht sogar auf die in alten Texten erwähnte königliche Verwaltung. Was bedeutet das alles? Auch wenn das Bauwerk nicht eindeutig Salomon zugeschrieben werden kann, deuten die Datierung und die Artefakte stark auf seine Zeit hin. Dr. Mazar selbst stellte fest, dass es im 10. Jahrhundert war. Kurs. Nur sehr wenige Herrscher gab,
die ein Bauwerk dieser Größenordnung in Auftrag gegeben haben könnten, vor allem David und Salomo. Und so vertieft sich das Rätsel. Wir haben zwar nicht das Grab Salomos entdeckt, aber diese Funde bringen uns dem Verständnis der Welt, in der er lebte, näher. Die Steine unter Jerusalem beginnen, ihre Geheimnisse zu flüstern, aber nur für diejenigen, die wissen, wie man zuhört. Sind Sie neugierig, was sich sonst noch unter der antiken Stadt verbirgt? Bleiben Sie dran. Sie werden nicht verpassen wollen, was als nächstes kommt. Historische und archäologische Bedeutung. Seit Generationen suchen Archäologen nach den verlorenen Teilen eines der größten Rätsel der Geschichte, das wahre Ausmaß und das Vermächtnis von König Salomo. Und nun hat ein einzelnes Mauersegment tief unter dem antiken Boden des Ophel, einem der ältesten Teile Jerusalems, eine Welle der Begeisterung in der archäologischen Welt ausgelöst. Diese Entdeckung, die im Herzen der ehemaligen Festung König Davids gemacht wurde, ist vielleicht nicht nur eine weitere Ruine, sie könnte ein Schlüssel sein, der Geschichte und Legende, Wissenschaft und Heilige Schrift miteinander verbindet. Seit Jahrhunderten wird über die Stadt Davids sowohl in religiösen Texten als auch in historischen Chroniken geflüstert. Könnte sie wirklich die Ruhestätte von Israels weisestem König sein? Nach alten Überlieferungen wurde Salomo, der Sohn Davids und Erbauer des ersten Tempels, in der Stadt Davids beigesetzt. Doch lange Zeit waren viele Gelehrte anderer Meinung. Einige meinten sogar, er sei nicht mehr als ein Stammeshäuptling gewesen und nicht der große Monarch, der in den heiligen Texten beschrieben wird. Diese neue Entdeckung stellt diese minimalistische Sichtweise in Frage. Die Größe, der Maßstab und der Kontext der im Ophel ausgegrabenen Mauer deuten auf einen Grad an Macht und Organisation hin, der zum Bild eines mächtigen Königs passt, der ein blühendes Königreich beaufsichtigt. Die Stadt Davids, auch bekannt als Wadi Hilwe, ist nicht nur ein Ruinenfeld. Sie ist eine archäologische Zeitmaschine, in der sich das Echo bronzezeitlicher Siedlungen und eisenzeitlicher Ambitionen widerspiegelt. Es erstreckt sich entlang des östlichen Bergrückens von Jerusalem, eingebettet zwischen dem Kidron und dem Tyropeion-Tal, direkt südlich des Tempelbergs. Unter seiner Oberfläche liegen Geschichten, die in Stein gemeißelt sind, Verteidigungsmauern, monumentale Plattformen und unterirdische Geheimnisse, die sich noch immer nicht erklären lassen. Zu diesen antiken Schätzen gehört der berühmte Siloam-Tunnel, ein technisches Wunderwerk, von dem man annimmt, dass es unter dem Befehl von König Hiskia gegraben wurde. Dieser in den Fels gehauene Tunnel wurde gebaut, um die Wasserversorgung der Stadt in Zeiten der Belagerung zu schützen, ein Beweis für eine Zivilisation, die weitaus fortschrittlicher war, als viele es sich vorgestellt hatten. Und dann sind da noch der Teich von Siloam, ein Relikt aus der Römerzeit, und die monumentale Stufenstraße, die die epische Geschichte der Stadt um weitere Schichten bereichern. Vor allem ein Bauwerk hat die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gezogen, ein massives Steingebäude, von dem einige glauben, dass es sich um die Überreste des Palastes von König David handelt. Sollte dies zutreffen, würde sich das administrative und politische Zentrum des alten Israels genau an diesem Ort befinden und biblische Erzählungen und archäologische Fakten auf eine Weise miteinander verbinden, die nur wenige zu hoffen wagten. Doch unter der Oberfläche lauert noch ein tieferes Geheimnis. Trotz jahrzehntelanger Ausgrabungen bleiben die Königsgräber Salomos und seiner Nachkommen verborgen. Wurden sie tiefer vergraben, als wir es uns vorstellen? Verloren unter Schichten von Eroberung, Bau und Einsturz? Oder wurden sie einfach nie gebaut, um zu überdauern? Manche glauben, dass die Gräber zerstört wurden, vielleicht durch Invasoren, Erdbeben oder die Zeit selbst. Andere haben die Hoffnung, dass sie in unberührten Kammern verborgen bleiben und warten. Sie warten auf den richtigen Moment, die richtige Person oder vielleicht auch nur auf die richtige Frage. Das ist es, was diese Ausgrabungen antreibt. Nicht nur der Nervenkitzel der Entdeckung, sondern auch die Möglichkeit, neu zu schreiben, was wir zu wissen glaubten. Denn jeder Splitter, jeder Stein, jedes sorgfältig geputzte Artefakt könnte ein Hinweis auf eine antike Welt sein, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Und auch ohne die Gräber selbst schreiben die Funde aus der Davidsstadt die Geschichte neu. Sie helfen uns zu rekonstruieren, wie Jerusalem zur Zeit der Vereinigten Monarchie aussah, als Könige von steinernen Festungen aus regierten und Propheten durch enge Gassen wandelten. Von Inschriften und Siegeln bis hin zu alltäglichen Töpferwaren verrät jeder Fund ein wenig mehr darüber, wer diese Menschen waren, wie sie lebten und woran sie glaubten.
Welche Geheimnisse liegen also noch in der Stadt Davids begraben? Könnte eine verborgene Kammer unter dem Grundgestein noch immer das verlorene Grab Salomos bewachen? Oder ist die Geschichte noch komplexer und faszinierender, als wir es uns je vorgestellt haben? Theorien und Spekulationen über den Standort des Grabes. Lange bevor die bahnbrechenden Forschungen von Dr. Eilat Mazar einen neuen Blick auf das alte Jerusalem ermöglichten, waren Gelehrte und Abenteurer gleichermaßen von einem quälenden Geheimnis gefesselt. Wo befindet sich das Grab von König Salomon? Im Laufe der Jahrhunderte entstanden zahllose Theorien und einer der überzeugendsten Orte, von dem man annahm, dass er das Geheimnis birgt, war der Tempelberg, eine Stätte, die im Judentum, Christentum und Islam verehrt wird. Bei den Muslimen ist er als Haram al-Sharif, das edle Heiligtum, bekannt. Der heiligen Überlieferung zufolge begab sich der Prophet Mohammed hier auf seine wundersame nächtliche Reise und stieg von dem Stein, der sich heute unter dem schillernden Felsendom befindet, in das göttliche Reich auf. Seine goldene Kuppel ist eines der Wahrzeichen der islamischen Architektur und zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an. Der Tempelberg hat mehr Geschichte erlebt als vielleicht jeder andere 35 Hektar große Platz auf der Erde. Von den Jebusitern und Israeliten bis hin zu den Babyloniern, Persern, Griechen, Römern, Byzantinern und aufeinanderfolgenden islamischen Dynastien, einschließlich der Osmanen und sogar der Briten, hat er viele Male den Besitzer gewechselt. Doch trotz seiner historischen Bedeutung ist das Land unter ihm noch weitgehend unerforscht. Und warum? Weil dieser heilige Boden immer noch ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Aus Respekt vor religiösen Empfindlichkeiten sind archäologische Ausgrabungen vom Waqf, dem Islamischen Rat, der die Stätte überwacht, nicht gestattet. Zwar fanden im 19. und frühen 20. Jahrhundert einige wenige Untersuchungen statt, darunter auch britische Bemühungen während der Moschee-Renovierung in den 1930er und 40er Jahren. Doch die riesigen historischen Schichten darunter bleiben der modernen Wissenschaft verborgen. Wenn also Salomos letzte Ruhestätte unter dem Tempelberg liegt, wie einige vermuten, bleibt sie unerreichbar. Ein in der Zeit gefangenes Geheimnis. Historische Aufzeichnungen und alte Überlieferungen berichten von königlichen Bestattungen in der Nähe des heiligen Tempels. Da Salomo selbst der Visionär hinter dem ersten Tempel war, der oft Salomons Tempel genannt wird, scheint es logisch, dass sein Grab in der Nähe liegen könnte. Doch bisher ist dies nur Spekulation. Ohne physische Beweise bleiben diese verblüffenden Ideen unbestätigt. Noch verlockender sind alte Berichte, die von geheimen Kammern und verborgenen Tunneln unter dem Berg sprechen. Einige vermuten, dass sich unter dem Stein ein Netz von Gängen befindet, in denen einst heilige Reliquien oder vielleicht sogar Königsgräber aufbewahrt wurden. Da es jedoch keine detaillierten Ausgrabungen gibt, weiß niemand mit Sicherheit, was sich darunter verbirgt. Trotz des eingeschränkten Zugangs haben einige archäologische Erkundungen in der Umgebung bemerkenswerte Artefakte zutage gefördert. Doch die entscheidende Frage, wo liegt König Salomon begraben, ist nach wie vor unbeantwortet. Eine alternative Theorie verweist auf einen weniger bekannten, aber äußerst faszinierenden Ort, die Höhle des Zedekia, auch bekannt als Salomons Steinbrüche. Versteckt unter dem muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt erstreckt sich diese riesige Kalksteinhöhle über fast 5 Hektar und liegt unter 5 Stadtblöcken. Dieses unterirdische Labyrinth, von dem man annimmt, dass es die Quelle des Steins ist, der für den Tempel Salomos verwendet wurde, birgt Geschichten über Könige und Geheimnisse. Einer lokalen Legende zufolge nutzte König Sedekia die Höhle einst, um vor den anrückenden babylonischen Truppen zu fliehen. Andere, eher spekulative Erzählungen bringen die Höhle mit Freimaurerüberlieferungen und geheimnisvollen Ritualen in Verbindung. Heute kann die Zedekia-Höhle im Rahmen von Führungen besichtigt werden, obwohl einige Bereiche aus Sicherheitsgründen oder wegen laufender Forschungen nicht zugänglich sind. Könnten diese abgesperrten Bereiche den Schlüssel zu Salomons Vermächtnis enthalten? Könnte ein verborgener Gang zu einer lange verschollenen Kammer führen? Diese Geschichten erinnern uns daran, dass die Geschichte immer noch Geheimnisse zu erzählen hat. Ob unter dem Tempelberg oder tief im Felsgestein Jerusalems. Die Suche nach Salomos Grab inspiriert weiterhin Entdecker, Forscher und Träumer. Und denken Sie daran, dies ist nur eine Theorie unter vielen. Sind Sie neugierig auf die anderen? In unserem nächsten Video werden wir weitere mögliche Orte erkunden. Wenn Sie von diesen alten Geheimnissen fasziniert sind,
Vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu teilen und zu abonnieren. Und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, wo König Salomon Ihrer Meinung nach begraben sein könnte. Bis dahin klicken Sie auf das nächste Video auf Ihrem Bildschirm. Sie werden es nicht verpassen wollen.